7. Spooky und das Geheimnis der Eisernen Pforte. Podcast-Bildbeschreibung. In der Mitte und im Mittelpunkt des Bildes steht ein Buch. Es hat einen einfarbigen roten Einband, einen goldgelben Rahmen und eine dünne schwarze Linie um jede Form. Auf einem weißen Etikett auf dem Einband steht Borepo und darunter Alexan Solongo mit dem Logo von Time Flies Away. Ein schwarz-weißer Kreis mit verschiedenen Symbolen im Yin- und Yang-Stil. Der Hintergrund ist ein hellbraunes Pergamentpapier mit kleinem Text in dunkelbrauner Kalligraphie-Schrift, der nicht lesbar sein soll. Buchcover-Bildbeschreibung. Wie der Titel besagt, Spooky und das Geheimnis der Eisernen Pforte, ist im Hintergrund ein steinerner Gang mit einer großen eisernen und verrosteten Pforte, die mit einem Schloss verriegelt ist, zu sehen. Im Vordergrund schwebt der nominelle Geist, komplett in weiß, der leicht beunruhigt nach links schaut. Über ihm der Titel in weißer Schrift, darüber der Autor Peter Sommer und ganz unten mit spookigem Leserätsel. Klappentext. Spooky ist ein kleines Gespenst, das jede Nacht mit seinen Freunden Froni, der Eule, und Bratze, der Maus, das Schloss Schabi unsicher macht. Obwohl er sich manchmal Ärger mit Mama Rosi einhandelt, kann es nicht anders, als andere zu erschrecken und für Spannung zu sorgen. Doch als sich das ungleiche Trio eines Tages aufmacht, den verbotenen Teil des Südflügels des Schlosses zu erkunden, stoßen sie auf eine verschlossene Tür, hinter der es zu spuken scheint. Die drei beschließen, die Sache auf eigene Faust zu untersuchen und riskieren aber einiges. Werden sie das Schloss und seine Bewohner in Gefahr bringen oder am Ende als Helden gefeiert werden? Rezension. Eine süße Geschichte über das kleine Gespenst Spooky, der mit seinen beiden Freunden Froni, eine Eule, und Bratze, eine Maus, Abenteuer im Schloss erlebt. Die Illustrationen sind schön gezeichnet und die Charakterdesigns sehr verschieden, was ich von einem Kinderbuch auch erwarte. Ich fand die Rätsel am Ende toll, für Kinder zum Lesen lernen und einprägen eine gute Übung. Es gibt in der zweiten Hälfte noch eine Geschichte, die von einem Charakter erzählt wird. Ich persönlich fand, es hätte mehr Tiefe vertragen können. Es sei denn, es kommen noch mehr Bände und der Autor will die Welt dann in den nachfolgenden ausarbeiten oder erkunden, dann passt's. Jedenfalls war ich kurz verwirrt, weil am Anfang nicht gesagt wird, ob noch andere im Schloss leben, außer Geister und Tiere, aber das klärt sich gegen Ende. Ich hätte mir ganz am Ende vielleicht noch eine Kurzvita des Illustrators gewünscht, wie es beim Autor der Fall war, schließlich wäre das Büchlein ohne die Zeichnungen nicht dasselbe. Im Großen und Ganzen aber abenteuerlich und das Ende macht Neugier auf mehr. Fertig gelesen habe ich es am 15. November 2023. Vielen Dank an Sweet Artros für ein Rezensionsexemplar. Die Meinung ist meine eigene und wurde davon nicht beeinflusst. So, das war's mit der heutigen Folge. Wir sehen uns bei der nächsten. Tschüssi, bye bye.